Herzlich willkommen zum nächsten Ferdinand-Video. Wir tun wie versprochen das Design aus am Auto und auf Elemente im Innenraum eingehen. Herzlich willkommen zum nächsten Ferdinand-Video. Wir tun wie versprochen jetzt in diesem Video auf das Design aus am Auto und auf unsere Elemente im Innenraum eingehen und diverse Details näher anschauen. Wir fangen auch wieder hin am Auto an. Wir haben hier einen Entenbürzel, das ist ein Carbon-Kevlar-Deckel. Und zwar ist das Bürzel am 73er RS nachempfunden. Wir haben hier ein Gitter drin. Das ist auch Original F-Modell. Es ist jetzt in diesem Fall schwarz. Da gibt es auch Möglichkeiten. Da gibt es Gestaltungsspielraum. Man kann das chrom machen oder man könnte es theoretisch auch lackieren. Das einfach natürlich zum Rest des Autos passen. Wie gesagt, in diesem Fall schwarz. Weiter geht es mit einem markanten Element Verbreiterung. Wir haben 30 mm pro Seite, wo die Seitenwand weiter außen ist. Wir haben vorne das Gleiche, auch knapp 30 mm pro Seite, wo es breiter geworden ist, mit einem Carbon-Kevlar-Kotflügel. Wir haben hier unten im Kotflügel Blinker, wie das beim F-Modell war. Wir haben eine Tube, die auch entsprechend im Backdate-Look bis hier runtergeht. Die Stoßstange, auch F-Modell-Look. Wir haben in diesem Fall jetzt eine Zentralbetankung mit dem Rennsporttank. Der Tankdeckel ist abnehmbar, dass man ihn darunter beschliessen kann. Das ist ein gefräsetes Aluminiumteil, das auch wir bei uns in-house entwickelt haben und designt haben. Der Finish ist jetzt hier vernickelt. Es gibt so einen schönen Glanz, ist aber nicht gerade Hochglanz. Und ein schönes Detail, das haben wir immer so gemacht, wenn es irgendwo gegangen ist. Die Einfräsungen hier, die eigentlich dazu dienen, dass man Grip hat auf dem Deckel, sind 11. Also kommt von 911. Wir haben immer 9 oder 11 Bohrungen oder Einfräsungen gemacht. Gut, dann schauen wir uns schnell ein paar Details hier unten am Auto an. Wir haben ganz unten in der Stoßstange eine Öffnung, die man vielleicht sonst nicht so sieht. Die ganzen Resto-Mod-Umbauten haben oftmals runde Öffnungen. Wir haben das so designt, muss man zugeben, ein bisschen aus dem Grund, dass wir etwas anderes haben als die anderen und unseren eigenen Touch reinbringen können. Beim Horngitter, wie das genannt wird, sind wir hergegangen und haben eine Eigenkreation daraus gemacht. Dann die Lampe bei LED-Scheinwerfer, das heisst Abblend- und Fernlicht ist LED. Es hat ein Tagfahrlicht drin. Das wäre jetzt das Tagfahrlicht. Wenn man das Licht einschaltet, dann kommt, wie gesagt, das LED-Abblend- und Fernlicht. Und das macht in der Nacht, also das sind Welten, es ist viel besseres Licht und das Fahren natürlich dadurch viel, viel angenehmer. Dann gehen wir zu der Farbe, zu den Designakzent aussen am Auto. Innen am Auto wird das ähnlich sein, aber jetzt schauen wir aussen. Wir haben hier GT-Silber, das ist eine Porsche-Farbe. Kann man selbstverständlich frei wählen. Wir haben in diesem Fall jetzt mit Streifen von Dachdeckel hinten und Deckel vorne. Man kann da wirklich seinen Ferdinand so gestalten, wie man das wünscht. Also mit diesen Farben absolut freie Wahl. Auch bei den Felgen kann man sich das so einrichten, wie man das sich wünscht. Man kann nur den Stern lackieren, man kann die Felgen schwarz-weiß lassen, wie sie von Fuchs original ist. Wir haben jetzt in diesem Fall den inneren Ring im gleichen Blau wie die anderen Sachen am Auto. Dann ist die Bremszange lackiert auf Kundenwunsch. Da sehen wir das Orange, wie wir es auch aussen haben, und auf den Streifen oben auf dem Auto. Weiter haben wir beim Spiegel verschiedene Optionen, die man wählen kann. Man kann den Türgriff, der jetzt in diesem Fall schwarz-pulver beschichtet ist, könnte man einfach chromen. Wenn man die Fensterrahmen und Zierleisten, die wir haben, verchromt, dass man dann auch das dem anpasst. Unten den Streifen kann man haben oder kann auch weglassen. In der Farbe kann man da wieder frei gestalten. Die Felgen hinten ist natürlich gleich wie vorne. Wenn wir zum Heck vom Auto kommen, haben wir auch wieder jetzt da mit diesen Zierstreifen geschaffen, im gleichen Blau wie sonst am Auto. Und haben eine Backdate-Stoßstange, das ist auch Carbon-Kevlar. Die Rückleuchten, F-Modell, also Backdate
Umbau. Endrohr ist auch wieder etwas, wo wir jetzt da auch ein bisschen aus funktionalen Gründen, aber auch Design, eine Blende gemacht haben als Hitzeschutz und als sauberer Abschluss. Auch bei dieser Blende können wir hergehen und sagen, man tut die jetzt silbrig machen oder verchromen, je nachdem wie der Rest des Autos gestaltet ist. Nochmal ein kleines Design-Detail. Man könnte auch hier noch mit Farbe arbeiten, im Lüfterrad. Dann haben wir hier auch wieder einen Öldeckel, den wir hier designt haben mit den 11 Einfräsungen. Das ist auch wieder Aluminium und vernickelt. Auch hier kann man den Finish vom Teil wählen. Also die Beschichtung, die ist in diesem Fall vernickelt, ist aber nicht gesetzt. Ich würde sagen, bevor wir in den Innenraum schauen, machen wir noch schnell den Kofferraum auf vorne. Der Rennsporttank. Es ist ein Aluminiumgehäuse mit einer FIA-Sicherheitsblase drin. Das wird eigentlich gebraucht im Fall von Unfällen, wenn die Schale da außen kaputt gehen, ist drin ein flexibler Tank, der in den wenigsten oder in den seltensten Fällen undicht wird. Wir haben den ausgerüstet mit einer Zentralbetankung. Das System haben wir auch in der Sportec entwickelt und gebaut, weil das nicht einfach so ab Stangen erhältlich ist. Hier neben unserem Deckel, den wir vorher schon kurz gesehen haben, es ist ein Wasserablauf drin. Es ist hier Schale drin, die abdichtet zu den Huben. Also es sind da sehr viele technische Sachen dahinter, die beachtet werden müssen. Eigentlich war auch uns das ein Anliegen, dass man den Rennsporttank, dass man das sieht. Das darf man sehen. Darum ist der nicht verkleidet. Aber auch hier ist eigentlich der Spielraum offen, dass man sagt, ich will jetzt hier eine Lederabdeckung drauf haben oder ich will unten einfach einen Teppich oder ich will gar nichts. Da kann man eigentlich auch einen fantasiefreien Lauf lassen. Wenn wir hier mal genauer schauen, wir haben jetzt hier einen doppelten Boden reingemacht. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits haben wir hier jetzt eine schöne Fläche, wo man Gepäckstücke oder Sachen drin verstauen kann. Und andererseits haben wir alles, was da oben drin war. Die vor Augen haben, wie es im 64er Original aussieht. Wir haben hier einen Scheibenwaschwasserbehälter, wir haben hier Massenpunkte und Kabel, Leitungen. Das haben wir alles genommen und hier runter versetzt. Und hier eigentlich eine kleine Fläche, damit, wenn man hier reinschaut, einfach sauber aufgeräumt ist. Wir können hier gerne schon drunter schauen. Wir haben eine Apotheke, wir haben einen Feuerlöscher, ein Warndreieck, alles leicht und klein. Auch noch mehr Details, was man hier oben sieht. Das ist der Deckel vom Sicherungskasten. Einfach auch, dass es optisch aufgewertet ist, ist das mit Leder bezogen. Gleich wie auch hier oben noch eine Abdeckung mit Leder überzogen. Dann haben wir hier Plaketten reingemacht, Ferdinand. Seriennummer, das ist die Nummer 1. Wir haben hier die Farbe drauf und das Datum, wo es gefertigt worden ist. Auch nochmal ein kleines Detail, das ist ein CTEC-Ladeanschluss. Also wir haben hier drin ein Ladegerät verbaut, das da außen eingesteckt werden kann, ohne dass man irgendwie an der Batterie herumfummeln muss. Ein weiteres Produkt aus dem Haus Sportec ist da die Abdeckung. Der Tank hat auf der Seite wie auch original Platz für den Hauptbremszylinder. Je nach Modell steht der Hauptbremszylinder. Da das nachher einfach ein offenes Loch ist und theoretisch auch Gepäck könnte hinterher rutschen, haben wir hier ein Blech designt und fertigen lassen, wo den Effekt hat, dass dort ein Loch zu ist und auch der Bremsflüssigkeitsbehälter noch geschützt ist. Ich würde sagen, der Aussenbereich ist abgeschlossen. Jetzt machen wir das zu und gehen in den Innenraum, wo es jetzt richtig spannend wird. Willkommen im Ferdinand-Innenraum. Ich weiss eigentlich gar nicht, wo anfangen. Wenn man hier reinschaut, oder wenn ich hier reinschaue, dann sehe ich so viele Teile, die wir gemacht haben, die ich mir vor wenigen Monaten eigentlich noch nicht vorstellen konnte, wie wir das alles noch schaffen. Aber wir haben wirklich in dieser Zeit erstaunlich viel geschafft und haben für mich ein Top-Resultat erzielt mit wirklich sehr vielen schönen Detaillösungen und Eigenentwicklungen. Als erstes, was wir hier rein sehen, fangen wir mal beim Grossen an, sind die Sitze. Das sind Schalensitz mit abnehmbaren Kopfstützen. Hat eigentlich zwei super Pluspunkte vereint. Einerseits haben wir durch den Schalensitz Sportlichkeit und einen guten Seitenhalt. Mit abnehmbaren Kopfstützen, aber trotzdem einen klassischen Look. Also so eine Vollschale passt halt einfach weniger zu so einem klassischen Auto, als wenn es eine ist mit Kopfstützen. Der Bezug
ist jetzt in diesem Fall mit Leder aussen, innen durch Alcantara. Die Kopfstütze ist Leder mit einem geprägten Porsche-Logo, auch wieder ein schönes Detail. Wie gesagt, auch hier innen, es ist fast unbegrenzt, was man hier gestalten kann. Also man kann sich da andere Lederfarben, andere Arten von Leder, man kann sich einen Stoff oder man kann sich ein Pepita-Muster, also da hat es eigentlich, was an Material rum ist, kann man da sich auswählen und das gestalten. Wir sehen auch Nähte hier überall. Man kann die in einer Kontrastfarbe machen, man kann die weglassen. Man hat da endlos viele Möglichkeiten, um das zu gestalten. Es ist fast eigentlich too much, es ist fast ein bisschen die Qual der Wahl. Wir haben die Sitze, wenn man es von hinten anschaut, sie sind in Wagenfarbe lackiert. Das kann man auch anders machen. Man kann es theoretisch auch beledern. Aber eigentlich gibt es einen guten Kontrast, wenn man hinten wieder etwas anderes hat, nicht nur Leder und auch wieder eine andere Farbe. Wenn wir weiter nach vorne gehen, das Lenkrad, auch etwas sehr Zentrales. Das ist auch wieder für die Sportlichkeit. Haben wir hier ein Momo, ist ein bisschen geschüsselt, dass es ein bisschen näher zum Fahrer kommt. Heisst natürlich aber, dass die Position von dem Lenkrad weiter hinten ist als Original. Wir haben darum die Schalter. Den Blinkerschalter und den Wischenhebel. Also das erste ist mal, es ist nicht mehr aus Plastik. Es ist ein gefrästes Aluminiumteil, das von A bis Z bei uns designt und entwickelt worden ist. Wir haben dann natürlich die Freiheit gehabt, diesen Teil weiter nach hinten zu versetzen, dass wir mit dem geschüsselten Lenkrad schön angenehm den Hebel erreichen. Der Originalhebel, der ist jetzt ein Zoll weiter vorne, also 25 mm weiter vorne, was dann schon recht musst die Finger strecken, um den zu verwischen. Das sind die Sachen, die wir frei haben gestalten können, die jetzt auch in meinen Augen den Unterschied ausmachen bei dem Ferdinand. Auch ein sehr schönes Teil ist der Schaltknauf geworden. Den haben wir hier bei unserem Partner, der fräset, ist auch ein Spezialist auf diesem Gebiet. Das Porsche-Logo, wirklich unglaublich fein im Detail, gefräset im Aluminium. Allgemein, was man hier sieht, die Farbe oder das Material von dieser Liste, das ist jetzt wieder mit Orange, gleich wie außen. Die Abdeckung, die hier drin ist, könnte man auch mit Stoff beziehen. Auch hier beim Armaturenbrett, da oben das Leder wieder, die Instrumente machen wir auch auf Wunsch mit verschiedenen Farben oder sonstige Akzente. Man kann einen Schriftzug drin haben auf dem Zifferblatt und. Dann unten durch Bedieneinheiten, alle Bedienknauf und Bedienhebel sind auch alle aus gefräsetem Aluminium. Das ist auch etwas, das man nicht ab Stange kaufen kann. Das ist bei uns entstanden. Wir haben den Teil hier jetzt in Wagenfarbe. Das ist auch in Leder oder Stoff möglich. Die Zierliste da, das ist auch wieder ein Gestaltungsspielraum, den man hat. Weiter sind die Lüftungsdüsen. Das war auch ein sehr grosses Teilprojekt. Wir sind hier weg vom Original, wo alles aus Plastik ist. Wir haben das Rämchen designt. Das ist aus Aluminium gefräset. Wir haben das Gitter hier ausgewählt, zugeschnitten, hier eingebaut, sogar die Rädchen, die man hier verstellen kann. Das ist auch ein Aluminiumteil. Dann, wenn wir den unteren Bereich uns anschauen, den Handyhalter, ist auch wieder eine Produktion oder ein Produkt von der Sportec. Das aussendurch wie gehabt Aluminium gefräset, innendurch mit Leder bezogen. Versteckt darunter ist eine induktive Ladestelle. Wir haben hier eine USB-Schnittstelle mit dem Radio, wo Apple CarPlay und Android Auto genutzt werden kann. Das Radio ist das Porsche Classic Radio mit Navi und Bluetooth Freisprechanlage. Wir haben das Mikrofon eingebaut, das ist auch versteckt. Dann weiter haben wir unten Pedale, das sind auch Alupedale, ein Sportec-Produkt. Fußstütze ebenfalls. Der Finish bzw. die Oberflächenbehandlung von dem Aluminium kann man wählen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Weiter haben wir unten im Fußraum Bodenblech. Unter diesen Blech, den Teppich, kann man auch wieder frei wählen, passend zum Rest des Interieurs. Dann, was man anschliessend hier sieht, sind die Verkleidungen vom Schweller, die Verkleidungen vom Tunnel, die sich hinten fortsetzen, eigentlich im Bereich der Rücksitz. Das Tunnel, das hinten kommt, ist auch in einer Verkleidung, die Wagenfarbe lackiert ist in diesem Fall. Da gibt es auch die Möglichkeit, andere Farben zu nehmen oder das mit Leder zu beziehen. Dann haben wir den Bodenteppich unten wieder mit der Kontrastnaht in Orange eingefasst. Wir haben hier die Sitzküsse, die jetzt Nieten mit dem orangigen Stoff unterlegt, was auch überall wieder ein bisschen dezent Farbakzent setzt. Auch da ist man frei, wie man das gestaltet. Wir haben für den Ferdinand so ein bisschen abgespeckte Rückenpolster entwickelt. Die Originalen, die es kennen, das sind recht grosse Elemente, die eigentlich da hinten jetzt nicht mehr so gut reinpassen würden. Dann die Aluzierliste auch wieder im Farbakzent und oben dann Leder.
Dann geht es in den Himmel. Jetzt in diesem Fall ist das jetzt Alcantara, der Stoff, den wir auch sonst schon im Auto haben. Führen nachher die Sonnenblende in Leder eingefasst. Die Türverkleidung ist auch natürlich ganz anders als das Original. Es ist einerseits angelehnt an die alten, so ein bisschen mehr schlanke Türverkleidungen haben, beziehungsweise Türpanels. Da ist jetzt in Alcantara mit Lederbund eingefasst, mit Kontrastnah. Dann haben wir hier den Türgriff mit dem Türöffner, die Lasche. Man kann hier das Handy so verstauen. Klar, wir haben den Handyhalter, aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, um das Handy so zu fixieren. Das ist der Knauf zum Türenbeschliessen von Hand. Wir haben diese Blende hier, das ist ja original auch einfach aus Plastik. Wir haben das umdesignt, wir haben es schlank gemacht, aus Aluminium gefräst. Wir haben hier den Knauf auch angepasst, dass es zum restlichen Design passt, das wir im Auto haben, mit diesen Einfräsungen. Wie wir es auch beim Tankdeckel haben, es sind auch wieder 11 bzw. 9 von der Anzahl her. Das Gleiche sehen wir wieder beim Türpin. Das sind auch wieder so die kleinen Einfräsungen. Auch Fensterheber, original Plastik. Wir haben die genommen und modelliert im CAD und fräsen lassen aus Aluminium. Blender rundum das Gleiche. Bei den Lautsprechern ist auch sehr etwas Spezielles. Wir haben die Ringe aus dem Aluminium und nachher unten einen Klickmechanismus selber gemacht, dass man das einfach drauf tun kann, ohne dass eine Schraube nötig ist. Dass wir nicht nur Motoren und auspufftechnisch exzellenten Sound haben, sondern auch im Innenraum verbauen wir Soundanlagen, wo wahlweise Subwoofer sogar drin ist unter dem Sitz, Endstufe unter dem Armaturenbrett versteckt und so kann ein gutes Soundergebnis erzielt werden. Apropos Soundanlage, wir haben weiterhin hinten unter der Hutablage 2 Lautsprecher und zwar sieht man, das ist nicht wie original einfach ein Gitter. Wir haben hier ins Leder rein unser Logo gestanzt und darunter ist ein schalldurchlässiger orangiger Stoff, der auch wieder den Akzent aufnimmt vom Rest des Autos. Was man dazu auch noch gerne erwähnen kann, wir arbeiten mit einem super Sattler zusammen, der uns auch mithilft, so Lösungen zu erarbeiten. Und er ist wirklich auch sehr leidenschaftlich, was so Projekte angeht. Das war es mit dem Einblick in Ferdinand. Ich hoffe, er gefällt euch so gut wie uns. Und was man an dieser Stelle auch noch erwähnen muss, wir haben in der Classic auch andere Projekte. Einerseits Sub 1000 oder auch Sachen wie ein Motorumbau, auch auf 3,8 Liter, aber 993 mit Innenraumbau, recht aufwendig. Und natürlich andere Ferdinand können wir schon weitere bauen. Es sind schon die nächsten Ferdinands im Bau aktuell. Das heisst, es wird 2023 sicher viel passieren in der Classic bei uns. Und es wird auch sicher viele Projekte geben, die man zeigen kann. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.